Guten Tag. Heute möchte ich gerne über Tonübungen sprechen und auch demonstrieren. Dazu werde ich kurz wiederholen die Kopfhaltung, Ansatz und Ansatzwinkel. Ja, wenn ich die Oboe, den Ansatz bilde und schaue nach vorne, dann kann ich hier mit meinem Auge den Becherrand sehen. Dann ist für mich der Ansatzwinkel in Ordnung. Wenn die Oboe nach unten sinkt, dann ist für mich das nicht zu sehen. Also ich kann es nicht sehen. So ist es für mich eigentlich richtig. Ja, jetzt werden wir einige Tonübungen vornehmen. Zuerst einmal Piano anblasen, Crescendo zum Forte und dann wieder Diminuendo. Am besten 4 Schläge ungefähr Viertel 80 Crescendo und dann wieder 4 Schläge Diminuendo. Zuerst immer ausatmen. Einatmen, vorbereiten. Ja, diese Übungen, das ist eine Grundübung, die viele Leute und viele Oboisten natürlich kennen, auch von anderen Instrumenten. Ja, das Wichtige wäre jetzt, dass der Ton am Anfang auch erst einmal nicht wackelt. Es gibt verschiedene Optionen, warum ein Ton instabil ist. Das kann vom Hals kommen, das kann von der Lippe kommen oder das kann auch vom Zwerchfell kommen. Also von der Lippe zum Beispiel. Oder eben jetzt auch zum Beispiel vom Zwerchfell. Ja, wenn jemand also das Vibrato gut gelernt hat, sagen wir von der Lippe oder sagen wir vom Zwerchfell, und möchte es gut einsetzen, das kann passieren, wenn man sich selber nicht mehr kontrolliert, dass man auf einmal zu viel des Guten tut. In diesem Moment, jetzt wo es um die Töne geht, würde ich erst einmal versuchen, dass die Töne möglichst wenig Schwankung haben. Ja, und zuerst eben ausatmen. Gut, die nächste, diese Übung, also die würde ich über viele verschiedene Töne machen, auch in der hohen Lage. Wir können gerade noch mal 1, 2 Töne in der Höhe probieren. Ja, danach können wir Oktavenübungen machen. Eine berühmte Übung, also ich fange mal mit dem D an, D1, D2, D3 und wieder D2 und D1. Versuchen wir das mal.
Ja, also diese Oktavenübungen habe ich wieder ungefähr 4 Schläge pro Ton angewandt. Die kann man natürlich auch jetzt mit anderen Tönen ausführen. Ich würde sagen, das kann man selbstständig als Musiker dann ausüben. Ich möchte jetzt noch etwas zu diesem Legato von Oktaven sprechen. Nach meiner Erfahrung ist es schön, bevor man also in die Höhe wechselt, dass man im letzten Moment ein bisschen die Luftgeschwindigkeit etwas intensiviert, möchte ich sagen. Vielleicht etwas schneller, wenn man das auch so sagen möchte, damit der hohe Ton, der manchmal ein bisschen mehr Unterstützung benötigt, möglichst sanft herausgespielt wird und nicht übertrieben akzentuiert. Ja? Ich zeige einmal, wenn ich nicht vorbereite, beziehungsweise ich zeige doch erst einmal, wie ich vorbereite und danach, wie ich das nicht vorbereiten würde oder wie das vielleicht auch eher, sagen wir mal, nicht so ganz günstig ist. Natürlich habe ich jetzt bei dem schlechten Beispiel eben übertrieben. Also so muss es ja nicht immer passieren. Aber es ist sinnvoll, immer zu schauen, wie sanft kann ich die Oktaven verbinden. Das gilt auch für eine andere Übung, die ich jetzt demonstriere, und zwar vom D2, chromatische Intervalle, Sekunde, Terze, Quarte, übermäßige Quarte, Quinte und so weiter, bis die Oktave erreicht ist. Und jedes Mal versuche ich möglichst sanft zu verbinden. Das D ist immer, das D2 ist immer die Basis, von der ich wieder ausgehe. Und ich muss immer im letzten Moment des Ds ein bisschen vorbereiten, damit der zweite Ton möglichst sanft kommt. Ja, ich muss möglichst das D2 als Basis fühlen und am Ende des D2s ein bisschen mehr Luft, ein bisschen intensivieren, damit die Bindung zum nächsten Ton möglichst im Legato und möglichst dolce und sanft kommt. Ja, bei dieser Übung gibt es jetzt noch etwas zu beachten. Wo ist die Lippe? Wo sitzt die Lippe? Wo schließt die Lippe eigentlich bei dem Rohr? Nicht? Und bei mir ist es doch so, dass ich versuche ungefähr so 5 mm oberhalb der Wicklung, also wenn man das so schauen muss, also etwa 5 mm, das kann man vielleicht so gerade eben sehen, so etwa, wo mein Fingernagel ist, so ungefähr, denke ich, ist das bei mir, so fühle ich das. Schauen.
Ja, das kann man schon so sagen, ungefähr 5 Millimeter. Und jetzt, wo ist das Gewicht der Oboe? Ist es auf der Unterlippe? Ist es auf der Oberlippe? Wie ist es? Ja, in meiner Jugend hat man gesagt, ja, das Gewicht liegt auf der Unterlippe. Ich würde sagen, nach meiner Erfahrung, es ist günstig, wenn das erstmal gelagert ist, gleichmäßig. Also zwischen Ober- und Unterlippe. Eigentlich, dass Ober- und Unterlippe sich ein bisschen gegenseitig fühlen. Und man fühlt ein bisschen die Zähne oben und unten. Man drückt nicht so ganz fest, aber man hat ein bisschen so ein sanftes Zahngefühl, so sanft. Also es sollte nicht sein, dass man nach 3 oder 4 Stunden zum Beispiel, wenn man viel üben würde, dass man in der Lippe innen die Zahnabdrücke also sieht. Dann würde ich sagen, dann hat man doch zu viel Druck. Oder spielt auch zu schwere Rohre schlussendlich. Ja? Also das kommt eigentlich bei mir selten vor. Und jetzt kommt noch etwas hinzu, dass ich in der Reihenfolge für die Intonation, weil ja die Intonation oben in der oberen Oktave A bis C3 ja nun zuweilen etwas tief ist. Ja? Wenn man also das überhaupt nicht, wenn man das überhaupt nicht beachtet, dann wird das immer eher zu tief. Dafür gibt es jetzt 2 Übungen. Erst einmal eine kleine noch Oktavenübung. Die geht vom G chromatisch bis zum C. G1 bis G2. Ich zeige das einmal. Ja, dazu wäre noch zu sagen, dass der Lippendruck zwischen oben und unten auf der unteren Oktave so sanft oder so gefühlt sein muss, dass der obere Ton einigermaßen schön und rein kommt, ohne dass ich den Ansatz zwischen den beiden Oktaven ändern muss. Ja, das ist eine Möglichkeit, auch nochmal zu schauen, dass wirklich der Ansatz hier gerade bleibt, vor allen Dingen unten. Ja, so, und bei großen Intervallen, die ich vorhin demonstriert habe, gibt es auch noch ein weiteres Hilfsmittel, dass man die Oboe ein bisschen mehr zum Oberlippe macht. Dadurch, der Kontakt zur Unterlippe bleibt erhalten, aber ein minimal. Wir haben ja mehrere Möglichkeiten und Reihenfolgen, wie sich jetzt die Tonerzeugung vollzieht. Erstmal ausatmen, einatmen, vorbereiten, dann die Stütze. Dann haben wir die Ringmuskulatur im Ansatz. Dann haben wir die richtige Position am Rohr, so wie wir das gearbeitet haben, wie jeder individuell, möchte ich sagen, das ausarbeitet. Und ganz zum Schluss kommt dann die Möglichkeit, meiner Meinung nach, ein bisschen eher den Kontakt nach oben zu suchen. Dadurch wird der Klang in der oberen Oktave, zum Beispiel auf dem B2, wo immer manchmal ein bisschen tief ist bei der Oboe, kommt ein bisschen mehr Brillanz in den Klang. Ich werde mal einmal demonstrieren ohne diese Korrektur nach oben und dann werde ich demonstrieren mit Korrektur nach oben.
Ja, das ist natürlich, ich habe es hier kaum gehört, also ich hoffe, man konnte es hören. Ich dachte schon, dass das zweite B ein bisschen höher wäre. Ich werde es nochmal versuchen, nochmal ohne Korrektur, vielleicht mal das A, die Quinte. Ja, ich denke, man konnte das jetzt doch hören. Aber die zweite Version DA, die Quinte, da war das A jetzt etwas höher als beim ersten Mal. Ja, das sind so einige Grundübungen. Erst einmal mit dem Ton. Natürlich, wenn wir in die extreme Lage kommen, ganz in die Höhe, also in die dritte Oktave, da gibt es wieder noch andere Belange zu beachten. Aber soweit jetzt erstmal zu diesen Grundübungen. Auf Wiedersehen.